Hallo, hier ist Harald vom MarketPress Team. In diesem Videotutorial erkläre ich die Anbindung von German Market an Safdesk. Zur Anbindung von German Market an Safdesk ist es zuerst notwendig, das Safdesk Add-on im Bereich Add-ons zu aktivieren. Damit die Anbindung ordnungsgemäß funktioniert, ist es notwendig, auch das Rechnungs-PDF Add-on anzuschalten. Nach der Aktivierung findet sich links der neue Menüpunkt Safdesk. Als erstes ist es notwendig, German Market mit Safdesk über einen API-Token zu verbinden. Im Bereich Autorisierung ist der Vorgang kurz beschrieben und mit dem Link Safdesk im Text wirst du direkt zu Safdesk weitergeleitet. Eventuell musst du dich dann noch bei Safdesk anmelden oder gelangst über den Link, wenn du schon angemeldet bist, direkt ins Backend. Der API-Token findet sich im Bereich Einstellungen, im Menüpunkt Benutzer, wenn du deinen Namen aufrufst. Dann ist es notwendig, deinen API-Token einzublenden, dies mit einem Passwort freizuschalten und den API-Token zu kopieren und in das betreffende Feld in den Einstellungen von German Market einzufügen. Nach dem Speichern ist German Market mit Safdesk verknüpft. Im Bereich Einstellungen lässt sich die Übertragung der Kundendaten von WooCommerce an Safdesk regulieren. Nach dem Aktivieren der Option ist noch das Speichern der Einstellungen notwendig. Danach stehen unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten zur Übertragung der Kundendaten zur Verfügung. In WooCommerce gibt es ja, wenn dies in den Einstellungen von WooCommerce erlaubt ist, die Möglichkeit als Kunde mit Kundenkonto oder als Gast ohne Kundenkonto zu bestellen. Diese beiden Kundenarten werden bei der Übertragung der Daten an Safdesk berücksichtigt. WooCommerce vergibt bei der Erstellung eines Kundenkontos für den Kunden nur eine User-ID, aber keine Kundennummer. Die Kundennummer wird nach der Übertragung der Daten von WooCommerce an Safdesk dann automatisch erstellt und jeder Kunde erhält eine individuelle Kundennummer. Falls nun mehrere Online-Shops an Safdesk angeschlossen sind, lässt sich über den Präfix vor der Kundennummer die Kundennummer in Safdesk immer gut dem jeweiligen Shop zuordnen. Eventuell erstellst du ja auch unabhängig von WooCommerce an externe Kunden Rechnungen. Auch dann hilft der Präfix bei der Zuordnung der Kunden. Dieses Präfix gilt für Kunden mit Kundenkonto in WooCommerce. Trägt ein Kunde bei den Zahlungsdaten einen Firmennamen ein, dann sendet German Market nach Aktivierung dieser Option diese Daten ebenfalls zu Safdesk. Auch für Firmennamen kann zur besseren Zuordnung ein Präfix vergeben werden. Über die Option Gast-User kannst du regulieren, ob für Gastbesteller, also Besteller ohne Kundenkonto, ebenfalls ein Kontakt in Safdesk angelegt wird. Über ein eigenes Präfix lassen sich diese Kontaktdaten später gut als Gastbesteller erkennen. Über die Option Zahlungskonto kannst du ein spezielles Zahlungskonto auswählen, wenn so ein Konto auf Safdesk eingerichtet wurde. Ich nutze hier das Standardkonto. Aktivierst du individuelle Zahlungskonten für Zahlungsmethoden und speicherst diese Änderung ab, so findest du in den WooCommerce Zahlungsmethoden einen neuen Bereich und kannst dort deine ausgewählte Zahlungsart einem bestimmten Zahlungskonto zuordnen. Damit dies funktioniert, muss natürlich in Safdesk ein dementsprechendes Zahlungskonto vorhanden sein. Sollten lange Ladezeiten auf der Bestellübersichtsseite zu verzeichnen sein, hilft die Deaktivierung der Option Synchronisierung des Belegstatus auf der Bestellübersichtsseite im Backend. Allerdings wirkt sich die Deaktivierung zum Beispiel auf das erneute Senden einer Bestellung zu Safdesk aus, nachdem sie dort gelöscht wurde. Weitere Informationen finden sich im Infotext des Fragezeichens. Die Option Zahlungsstatus regelt den Zahlungsstatus in Safdesk nach Übertragen der Daten. Zur Auswahl steht hier: Markiere den Beleg als bezahlt, wenn der Bestellstatus auf fertiggestellt oder Bearbeitung steht, oder markiere die Bestellung nach der Übertragung generell als nicht bezahlt.
Im Bereich Buchungskonten lassen sich die Einnahmen durch die Bestellung, den Versand und den Gebühren unterschiedlichen Konten zuordnen, genauso wie der Verlust durch eine Stornierung. Nach der Aktivierung der Option Individuelle Buchungskonten für Produkte findet sich in der Produktbeschreibung in WooCommerce ein neuer Reiter für Safdesk. Über diese neue Option kannst du das aufgerufene Produkt einem individuellen Buchungskonto für die Bestellungen und für die Rückerstattung bei dem Kauf des Produktes in Safdesk zuordnen. Über den Bereich automatische Übertragung kannst du die automatisierte Übertragung der Daten von WooCommerce zu Safdesk nach Fertigstellung der Bestellung oder Erstellung eines Stornos aktivieren. Bestellungen können in WooCommerce zum Beispiel je nach Zahlungsart einen unterschiedlichen Bestellstatus erhalten. Erst wenn dieser Bestellstatus auf abgeschlossen steht, beginnt die automatische Übertragung von WooCommerce zu Safdesk. Unabhängig davon kannst du aber auch jederzeit einzelne Bestellungen durch Drücken auf den Safdesk-Button neben der Bestellung von WooCommerce an Safdesk übermitteln. Über die Mehrfachaktion Übertragung zu Safdesk ist es auch möglich, mehrere oder auch alle Bestellungen auf einmal von WooCommerce zu Safdesk zu übertragen. Auch wenn Bestellungen über diesen Weg übertragen werden, kann trotzdem die automatische Übertragung aktiviert bleiben. Es kommt zu keinen doppelten Buchungen. Im letzten Bereich besteht noch die Option, die Bestellnummern individuell zu beschriften. Hier werden Platzhalter eingesetzt, die automatisch die Bestellnummer oder die Storno-ID eintragen. Wie sehen nun die Bestellungen in Safdesk nach der Übertragung von WooCommerce aus? Im Bereich Belege finden sich die erstellten Belege in einer Tabelle und lassen sich durch Drücken innerhalb der Zeile aufrufen und begutachten. Zusätzlich zum Beleg wurde gleichzeitig je nach Einstellungen in MarketPress der Kunde und gegebenenfalls die Firma als neuer Kontakt in Safdesk hinzugefügt. Ändern sich in einer Bestellung in WooCommerce die Bestelldaten oder andere Informationen, dann kannst du in Safdesk für diese Bestellung auch einen neuen Beleg erstellen lassen. Zu diesem Zweck ist es erst einmal notwendig, den betreffenden Beleg in Safdesk zu löschen. Danach ist bei der entsprechenden Bestellung in WooCommerce die Option zum Übertragen der Bestelldaten wieder freigegeben und du kannst die überarbeitete Bestellung nochmals zu Safdesk übertragen und es wird ein neues Dokument erstellt. Was ich hier noch zeigen wollte, ist die Vorgehensweise bei einer Rückerstattung. Zu diesem Zweck habe ich hier in meinem Demoshop eine Bestellung durchgeführt und übertrage die Daten an Safdesk. Dann trage ich in dieser Bestellung eine Rückerstattung von 10 € ein und drücke den Button manuell zurückerstatten. Die Bestellung mit der Rückerstattung findet sich danach im Bereich Alle Stornos und der Beleg kann mit dem Drücken auf das Icon übertragen werden oder wenn die Automatisierung aktiviert ist, passiert dies automatisch. In Safdesk finden sich dann beide Dokumente der Bestellung. Nach dem Drücken auf das Dokument mit der Erlösminderung siehst du alle Bestelldaten, Preise, Rückerstattungen und Steuern. Das waren die Einstellungen zur Anbindung von German Market an Safdesk. Sollten noch Fragen offen sein, kannst du gerne im Kommentar nachfragen oder direkt unseren Support kontaktieren. Da wir in unserem YouTube-Kanal regelmäßig WooCommerce-Tutorials veröffentlichen, würden wir uns freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst.